It's time to transfer. Und damit willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute mit dem FWC 2024 Transfer FAQ, Second FAQ und der Transferliste. Endlich wurden wir von unserem Leiden erlöst und kriegen die Antwort darauf, was denn jetzt alles transferiert wird und welche besonderen Regeln es dieses Jahr gibt, weil es gibt tatsächlich einige Sachen, die anders sind als letztes Jahr. War ja abzusehen. Ich meine, letztes Jahr beim FEC gab es ja das New Horizon Update noch nicht, was uns eine Levelerweiterung, Levelgebiete, tonnenweise neues Equipment, Items und so weiter geliefert hat. Also sehr logisch, dass da auf jeden Fall einiges anders sein müsste oder könnte. Und so ist es auch. Und wir gucken uns das jetzt zusammen an. Und schon mal vorher will ich es auf jeden Fall gesagt haben, ich werde jetzt nicht auf jeden Sonderfall eingehen, genauso wenig wie dieses FAQ auf jeden Sonderfall eingeht, weil ich ja nicht weiß, was ihr genau wissen wollt. Ich gehe jetzt nur auf so ein paar Sachen ein, die mich persönlich interessieren, die auch hier gefragt werden, die hier drin stehen. Aber es ist ein 70-seitiges PDF, genau, letztes Jahr waren es, glaube ich, 54 Seiten, es sind 70 Seiten. Es sind 70 Seiten PDF, wo wirklich literally jedes Item im Spiel drinnen steht, das aktuell verfügbar ist. Und das könnt ihr einfach selber nachgucken. Drückt einfach STRG F, gebt hier oben ein, was ihr wissen wollt, zum Beispiel Lusaka, dann seht ihr hier 0 von 52, dann klickt ihr auf Enter oder auf die Pfeile und dann könnt ihr da durchscrollen, durchklicken und alles angucken, was euch interessiert. Aber wie gesagt, es sind 70 PDF-Seiten, tausende Items, das werde ich jetzt nicht alles einzeln angucken. Vor allem da für viele Sachen einfach eine standardmäßige Regel gilt und immer gleich ist. Dear players, as we are getting close to the end of the FWC 2024 server, we have prepared a second FAQ which can cover the questions from our players and also to provide further information regarding the transfer process. Hier ist auch nochmal ein Link auf das erste FAQ. Braucht man jetzt aber eigentlich nicht wirklich, weil fast alle Informationen jetzt eigentlich in dem zweiten FAQ auch nochmal drinstehen. Aber wer will, kann sich das auch nochmal angucken. Habe ich auch ein Video zu gemacht. Genau. Dann der Transfer zu den originalen Fly Universe Servern vom FEC 2024 startet am 24. September bis 24. Oktober. 24. Oktober ist auch der letzte Tag, also man hat genau einen Monat Zeit. Wie das Ganze funktioniert. Upon logging in after the maintenance on September 24th, you will see a server select menu for your characters on the FWC 2024 server. Select the server you desire to transfer, and all of the requested characters will be transferred on October 24th during maintenance. Please note that your character would need to be at least level 20 or above to apply for the transfer. Please note that once you select a server, you cannot change your choice and the pop-up can be viewed again if you log in to that character again, so please be cautious of your choice. Also, all characters that don't apply for a server transfer during this period will not be transferred to another server, so please apply according to the schedule. Also, nochmal auf Deutsch, ihr loggt euch ein, dann bekommt ihr ein Pop-up und könnt dort den Server auswählen, auf den der Charakter, mit dem ihr euch gerade eingeloggt habt, transferiert werden soll. Zum Beispiel, ihr loggt euch ein, wählt aus Burodeng für euren Elementor. Und das funktioniert dann, sobald euer Charakter mindestens Level 20 erreicht hat. Ich finde Level 20 ist ein bisschen wenig, also nicht, weil ich jetzt irgendwie will, dass Leute nicht transferiert werden, aber wenn man Level 20 ist, dann hat man auch nicht mal die FEC-Boni, wie zum Beispiel 100% XP, 100% Drop und so weiter in Anspruch genommen. Also effektiv eigentlich überhaupt nicht gespielt, kann man fast sagen. Wundert mich tatsächlich, aber letztendlich für Leute, die jetzt noch ganz spät anfangen und vielleicht nicht ganz Level 60 schaffen würden oder so, ist es natürlich nicht schlecht. Aber wie schon gesagt, also Level 60 wäre jetzt auch nicht so krass gewesen. Aber egal. Kann ja eigentlich nur Vorteile bedeuten für viele Leute, I guess. Dann, please, also genau, der zweite Teil, jetzt habe ich es nochmal auf Englisch gesagt, man kann das Fenster nur einmal, also man kann den Transfer nur einmal beantragen, sorry, den Server, man kann es danach nicht mehr ändern. Man kann zwar das Fenster anscheinend noch weiter sehen, da steht ja Can be viewed again, also man kann das Fenster, das Pop-up wohl sich nochmal angucken, wahrscheinlich um sich zu vergewissern, dass man auch wirklich den richtigen Server ausgewählt hat, aber man kann es nicht mehr ändern. Ihr könnt es nicht mehr ändern. Wenn ihr einmal einen Server eingeloggt habt, könnt ihr es nicht mehr ändern. Also ihr könnt es nur einmal machen, also nicht aus Spaß Totemia auswählen, dann haha, ne, ich mache dann doch Burodeng. Ja, haha, Jokes on you, das geht nicht. Ihr seid dann für immer auf Totemia gefangen. Und das will ja wirklich keiner, also bitte wählt von Anfang an das aus, was ihr wirklich wollt. Das wäre wichtig. Genau, alle Charakter, die es natürlich nicht machen, alle Charakter, wo das nicht beantragt wird, die werden natürlich nicht transferiert. Das ist ja ganz klar. Wer nicht transferiert,
wird nicht transferiert, werden Transfer nicht beantragt, besser gesagt. Und ja. Dann der FEC-Server endet am Oktober 24, also 24. Oktober, vor der Serverwartung. Und auch ein netter Zusatz, ne? If the ending date changes, we will announce via a separate announcement and a transfer request will be extended accordingly as well. Ich weiß nicht, ob sie uns damit Angst machen wollen, aber hier steht einfach, falls sich das Enddatum des FEC-Servers ändert. Also warum zur Hölle sollte sich das ändern? Also 5 Monate, als ob das nicht reicht. Das wäre geisteskrank. Also ich weiß, es ist für sowas wahrscheinlich für technische Fehlfunktionen, für den Fall, dass sie einen Tag vorher gededost werden oder so, schon klar. Aber das macht einem irgendwie mehr Angst, als dass es einen irgendwie beruhigt oder so. Ja, dann hier noch die allgemeinen Fragen. Ein paar Fragen finde ich ein bisschen unnötig. Also so allgemein braucht man es dann eigentlich auch wieder nicht, weil es halt literally oben eigentlich schon steht. Zum Beispiel wird hier jetzt gefragt, wann der FEC-Server sich schließt und wie lange der Transfer dauert. Also der Server schließt am 24. Oktober, was wir schon 10-mal gelesen haben. Und wie lange der Transfer dauert, hängt ab von der Anzahl der Charakter, die transferiert werden. Es kann bis zu ein paar Tage dauern. Ich weiß noch, letztes Jahr war es so, am ersten Tag haben sich Leute eingeloggt. Also ich war, glaube ich, abends online, wie immer eigentlich. Da war der Transfer dann schon 10, 12 Stunden her. Oder der Beginn des Transfers, besser gesagt. Und da hatten die meisten Leute eigentlich alle ihre Charakter. Es gab aber tatsächlich einige Leute, die noch nicht alle Charakter hatten. Es gab sogar 1, 2 Leute, glaube ich, die gar keinen Charakter hatten. Also, ja. Kann passieren, dass es im schlimmsten Fall ein paar Tage dauert. Will I be able to transfer characters to different servers even if they are on the same account? Also kann ich quasi, wenn ich jetzt auf FEC 5 Charakter habe, ich habe zum Beispiel 5 Elementoren auf Level 160, kann ich einen davon auf Lawulf schicken, einen auf Totemia, einen auf Burudeng, einen auf Mashpoi. Das geht, nur die einzige Hinweis ist hier, dass die accountgebundenen Achievements, also zum Beispiel die Monster Achievements, nur mit dem Charakter übertragen werden, der das höchste Level hat. Wie das dann ist, wenn alle das gleiche Level haben, wird wahrscheinlich dann davon abhängig sein, wer es zuerst erreicht hat oder so. Auf jeden Fall ist es grundsätzlich so, dass nur ein Charakter diese accountgebundenen Achievements mitnehmen kann, wenn man sie auf verschiedene Server schickt. Aber ich glaube, das macht eh so gut wie keiner. Also ist eigentlich auch eine relativ überflüssige Frage für die meisten Leute. Is there a level requirement for characters that are being transferred? If yes, what happens when people reach the minimum level but de-leveled below the requirement after? There are some people de-leveling to over P-level or farm Dungeon Cosmetics, for example. Ja, also de-leveling, das Dümmste, was es in dem Spiel gibt, meiner Meinung nach. Yes, you would need to be at least level 20 to apply for the transfer. However, we reserve the right to check every character and refuse the transfer if the user has been found abusing the game in some way, even if the character meets the level requirements. For instance, use of automation tools, abuse of in-game rewards, dummy vagrants with no relevant items to transfer. Genau, also grundsätzlich sagen sie quasi Level 20, egal, wie auch immer, mit Downlevel und so. Und wenn halt ein Charakter irgendwie halt, also ich weiß nicht, Dummy Vagrants with no relevant items to transfer. Ich schätze mal, damit sind so Party-Filler-Charakter oder so gemeint oder vielleicht alte Shop-Chars oder so, die quasi nichts haben. Die werden wohl anscheinend nicht transferiert, egal welches Level sie haben. Und natürlich jeder, der gegen die Spielregeln verstoßen hat, wird natürlich auch nicht transferiert, auch wenn er das Level-Requirement erreicht hat. Genau. Dann General Items, was wird alles transferiert und bla bla bla. Das steht alles in der Liste, habe ich ja vorhin schon gesagt. Da gucken wir uns gleich noch ein paar Beispiele an. Dann die allgemeinen Transfer Rules. All tradable items and FWC-specific equipment will become account-linked after the transfer. Das heißt quasi, das ist für viele Leute auch nicht so wirklich relevant, aber das heißt quasi, alles, was jetzt transferiert wird, laut Liste, und jetzt ungebunden ist, sowie FEC Gold Sachen, beziehungsweise FWC Specific Equipment, aber das ist quasi literally nur FWC Gold Equipment, das ist alles accountgebunden. Alles andere wird sehengebunden. Also eure ungebundenen Upcut Stones, eure ungebundenen Products und so, die werden alle accountgebunden. Eure gebundenen Upcut Stones, eure gebundenen Products und so weiter und so fort, die werden alle sehengebunden. Wie gesagt, für die meisten Leute eigentlich absolut kein Unterschied, aber ja, für den einen oder anderen vielleicht relevant. If an item has leveled down or alternative upgrade effects applied but is not transferred, a scroll will be given back. All Battle Pass progress missions claim states will be transferred. Any buff will be transferred if the transfer information of the associated item is not no transfer on the item transfer list. Also zum Beispiel FEC, also damals ist zum Beispiel die FWC F-Coin Flask und Penya Flask gemeint.
weil die werden nämlich nicht transferiert. Das heißt, die werden nicht transferiert. Any wardrobe entry will be transferred if the transfer information of the associated item is not if not time limited or always transferred on the item transfer list. Achievements and quests will be transferred. Account-bound achievements will only be merged to the server with the highest level transferred character. Das haben wir schon gesagt. Und Party, Gilden sowie Freundesliste werden ebenfalls nicht transferiert. RIP an Gilden, die einfach mal Level 60 plus gemacht haben auf dem FEC-Server. Komplette Geldverschwendung. Aber manche Leute... kann man nichts machen, I guess. Will items purchased from Cash Shop with Penya be transferred, for example, +7 Stat Elixirs? Auch eine extrem unnötige Frage. Ich weiß gar nicht, warum sie solche Fragen überhaupt aufnehmen, aber naja, keine Ahnung. Please refer to the item transfer list. Können wir auch direkt nachschauen. Dann vergessen wir es nicht. Wir geben hier Elixier ein. Elixier of the Fox oder so müsste dann ja eigentlich kommen. Na, das ist das Falsche, das ist FWC. Na, Mist. Hier. Elixir of the Fox, Lion, Rabbit, whatever, always transferred. Das bedeutet, die Regel ist wie letztes Jahr, alle Premium-Items werden transferiert, egal wo sie herkommen und egal, ob sehengebunden, accountgebunden, für Penya gekauft, whatever, alles wird transferiert. Egal, wo ihr es her habt, egal, wie ihr es bekommen habt, vollkommen Wurst, alles wird transferiert. Und eben, wie vorher schon gesagt, wenn es ungebunden ist, wird es zu Account gebunden und wenn es irgendeine Form von gebunden ist, dann wird es halt zu Sehen gebunden. Genau. Das heißt, ihr könnt jetzt, und das mache ich auch tatsächlich schon seit ein paar Wochen, euer gesamtes Penya, falls ihr nicht so viel Penya habt und die Inflation euch gerade ziemlich zerstört, könnt ihr euer gesamtes Penya für Penya Power-Ups aus dem Cash-Shop ausgeben und euch die quasi mitnehmen. Und was da zum Beispiel sich vor allem lohnt, ist, sagen natürlich viele Leute, ja, was will ich mit Low-Upcut-Stones? Ich bin auch kein Low-Bob, der Low-Upcut-Stones benutzt. Fair enough, zugegebenermaßen. Also kann ich ein bisschen nachvollziehen, wenn man kein Fan von Low-Upcut-Stones ist. Aber was auf jeden Fall ein sehr teures und sehr seltenes Item ist, ist Grilled Eel. Und Grilled Eel kann man zwar nicht für Penya kaufen, aber man kann Low Grilled Eel kaufen für Penya. Und das wird auch immer transferiert. Und das ist erstens tatsächlich relativ teuer im Cash-Shop, wenn man es sich auf Bodenk kauft. Ich glaube, es kostet 2,4 Millionen oder so. Oder sogar 4 Millionen. Egal, auf jeden Fall ist es ziemlich teuer. Und Low Grilled Eel würde ich jetzt mal behaupten, ist schon ein Power-Up, was ziemlich gut ist auf jeden Fall. Vor allem Grilled Eel hält ja, wie gesagt, nur eine halbe Stunde. Ist relativ teuer, wenn man es sich für F-Coin kauft und vor allem permanent benutzt. Also ich denke, das ist schon was hier interessant wäre. Also das ist so ein kleiner Geheimtipp von mir. Jetzt schon anfangen, weil es wird resettet, glaube ich, noch zweimal vor Ende des FEC-Servers. Also kann man sich noch mindestens 40 Power-Ups kaufen. Zum Beispiel 40 Low Grilled Eel. Und das ist, denke ich, schon nicht schlecht. Und im gleichen Zuge können wir auch direkt Low S-Project, by the way, wird nicht übertragen. Genau, Dungeon Coins noch angucken. Und zwar, Dungeon Coins werden ebenfalls immer transferiert. Und bei Dungeon Coins ist im Endeffekt genau das Gleiche. Die kann man für Penya im Cash-Shop kaufen. Ist jetzt kein Vermögen, was man dafür ausgeben kann. Aber es geht schon ganz gut ins Geld. Ich meine, auf Bodenk, wenn du die maximale Anzahl an Dungeon Coins kaufst pro Tag, das summiert sich schon ganz schön. Und auf FEC ist das Geld im Verhältnis quasi wertlos momentan. Ich meine, F-Coin-Kurs von über 400 Millionen Penya pro 1000. Auf Bodenk sind es nicht mal 200 Millionen, also nicht mal halb so teuer. Also auch hier kann man tatsächlich sein Penya sinnvoll investieren und sich schon mal Dungeon Coins kaufen für die nächsten paar Wochen. Und damit halt sich einige Dungeon Runs kostenlos holen. Und für das wenige Penya, was die Dungeon Coins kosten, kann man sich auf dem FEC-Server jetzt eh nichts mehr kaufen. Also von dem her ganz interessant. So, das war jetzt etwas ausführlicher, als ich eigentlich geplant hatte. Will Soulbound upgrade scrolls from package transfers or only the package item itself? Both will be transferred. Please refer to the transfer item list. Ja. Gut, dann machen wir das gleich als nächstes Beispiel. Protects werden auch alle transferiert anscheinend. Also da gab es letztes Jahr ein paar Fragezeichen, weil es nicht so hundertprozentig sicher war, wie es mit den bei Violets gedroppten Protects ist. Ich merke gerade, ich könnte es noch ein bisschen größer machen. My bad. Aber hier wird nicht unterschieden. Also ich kann noch spezifischer sein und hier A-Product eingeben. Dann sehen wir... Achso, ich muss es groß schreiben. Oder? Ne, wobei... Wait. Okay, keine Ahnung. Hätte eigentlich auch funktionieren müssen, wenn es klein geschrieben ist. Egal. Jedenfalls, Scroll of A-Product always transferred. Und ihr seht, es gibt nur einen Eintrag zu Scroll of A-Product. Das bedeutet, es wird immer transferiert. Nur gelten wieder diese anderen Regeln. Also ungebundene A-Products werden zu accountgebundenen. Alle anderen werden zu sehengebundenen. Und ja, man muss ja offensichtlich nichts mehr wirklich beachten.
Also letztes Jahr haben ein paar Leute auf Nummer sicher gemacht und haben ihre Aproids in sehngebunden umgewandelt. Ich bin bei sowas auch immer ein bisschen skeptisch, aber hier steht Always Transferred, also müsste man sich darauf eigentlich verlassen können. Genau, und dann steht hier noch, genau, Upgrade Scrolls from Packages. Also ich glaube, damit sind auch so Package-Items vom Cash-Shop gemeint vielleicht oder so. Oder es gab ja auch Giveaways oder gibt ja auch so Boxen. Whatever, damit ist so ziemlich alles gemeint. Ich hätte zum Beispiel die standardmäßige Smating Scroll Package damit verstanden. Ah ja, genau, vom Anniversary Event. Mein Smating Scroll Package, die zum Beispiel könnte damit auch noch gemeint sein. Auf jeden Fall, auch das ist always transferred. Also eure Smating Scrolls von Kaigas Assault, Packages von Kaigas Assault, von Battle Pass, von Events, von Level Reach, von FWC Level Reach. Das wird alles übertragen. In dem Fall. Alles, was mit Products zu tun hat, Product Boxen oder Products direkt, werden übertragen, außer Low S Product. Will Battle Pass Rewards, Scrolls, Consumables, bla 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 bla. Ja, please refer to the item list. Also es ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn, einzelne Items nachzufragen, deswegen verstehe ich diese FAQ auch ehrlich gesagt nicht, weil ja eigentlich alles hier drin steht. Also du brauchst diese Fragen überhaupt nicht, du kannst einfach jedes Item nachschauen, also die Fragen sind komplett überflüssig. Hätte man auch wissen können, wenn man letztes Jahr mitgespielt hat, weil da gab es ja auch diese abschließende Liste, wo literally jedes Item drin steht. Also irgendeine zusätzliche Frage zu stellen, macht keinen Sinn, weil die Antwort wird immer sein, please refer to the item transfer list. Aber ja. Die andere Frage ist halt hier noch mit dem Battle Pass Progress, aber das haben wir auch schon gelesen. Das wird komplett so übernommen. Also wenn ihr Battle Pass Level 1 seid mit 10 XP, dann wird er genauso übertragen. Und falls ihr noch nichts abgeholt habt, dann wird er auch nichts übertragen. Also wird es genauso übertragen, falls ihr eure Mission noch nicht abgeschlossen habt, für diese Woche, in der es übertragen wird. Auch das wird übertragen. Genauso wird es sein. Dann aktive Party-Scrolls, Inventory-Bags, Auras, also quasi was ist mit Items, die eine aktive Laufzeit haben. Werden die noch transferiert oder also wie wird es sein? Und hier ist genau die gleiche Antwort. Item Transfer List, alles wird übertragen, genauso wie es ist, sofern dann nicht No Transfer dabei steht. Items, die man von anderen Spielern kauft. Bla 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 bla. Please refer to the Item Transfer List. Wer hätte es gedacht? We non-FWC set parts and weapons inside inventory and bank that people have put a level down scroll be transferred. Level downs basically count as cash up items. We will give back level down scrolls and scroll upgrade effect, but the gear itself won't be transferred if placed in the inventory or the bank. Also hier ist es ein bisschen tatsächlich schlecht formuliert, weil hiermit schließen sie eigentlich zum Beispiel auch aus, dass zum Beispiel 150er Equipment transferiert wird. Aufgrund dieser Level-Down-Mechanik. Ich meine, die Frage ist natürlich auch wieder so ein bisschen, geht ein bisschen ins Abusing rein. Kann ich quasi einfach irgendwelche Sachen transferieren, nur weil ich da ein Level-Down drauf geklatscht habe, sozusagen. Das ist im Endeffekt die Frage. Nein, grundsätzlich geht das nicht. Aber es gibt eine Ausnahme für 150er Equipment, die kommt jetzt aber gleich noch als extra Frage. Aber zum Beispiel Bloody Axe. Genau. Bloody Axe wird zum Beispiel nur übertragen, wenn sie ausgerüstet ist, da sie normales Equipment darstellt und eben keine Cash-Up-Items und kein FWC-spezifisches Equipment. Und das bedeutet so viel wie, wenn ich die jetzt auf die Bank lege mit dem Level Down, dann ist sie weg, ich kriege das Level Down wieder, aber die Bloody Axe ist weg. Weil ich muss sie tragen, damit sie transferiert wird. Wie gesagt, davon gibt es aber eine Ausnahme für spezifisches Equipment und das kommt gleich noch. Will the Master Quest Completion Emblems transfer over? Yes. Will Level Reach Rewards Consumables will be transferred? Die Title? Yes. Und ansonsten Item Transfer List. Wie gesagt. Will the rewards from finishing the Master Quest Tamed, Bolo and Master Cloak will be transferred to the main server? Können wir auch kurz nachgucken, weil hier steht auch Refer to the List. Aber das war letztes Jahr auch eine Frage, die vielen Leuten auf den Fingern gebrannt ist und letztes Jahr wurde es auch übertragen, also eigentlich erübrigt sich auch diese Frage letztendlich. Tamed Bolo wird transferiert, if not time limited. Der FWC Master Tamed Bolo Quest Reward ist nicht time limited, also wird er transferiert. Genau. Will Event Items in their respective rewards, Consumables, Smelting Box etc. Please refer to the Item Transfer List. Wer hätte es gedacht? Will hard to obtain items such as Ultimate Weapons and very rare Level 150 Equipment Sets, dann listet er einfach literally fast alle Sets auf,
Obtained from the FWC 2024 server to be transferred to the chosen main server once FWC ends. Und jetzt kommt der absolute Schlag in die Magengrube für alle, die nicht auf dem FEC-Server spielen. Yes, those will be transferred. Please refer to the item transfer list for more information. Und hier geht es jetzt nicht um FEC Gold Equipment, hier geht es um normales 150er Equipment. Und ja, ihr habt richtig gehört. Gehen wir mal zum Beispiel Hanira ein. Hanira, FWC Golden Hanira, always transferred. Always transferred, always Account gebunden. Wissen wir schon. Hanira Boots, nicht FWC Gold. Always transferred. Egal, ob man es trägt oder nicht. Also, hier drüber sehen wir es ja ganz gut. Hania-Gowns, Hanai, irgendwelche random-ass-NPC-Sachen werden nur übertragen, wenn du sie trägst. 150er-Sachen werden einfach immer übertragen. Und es geht nicht nur, also Hanira ist ein PvE-Set, das heißt, man droppt es bei normalen Monstern. Es geht auch für Windwalker zum Beispiel. Oder ist es, Wingwalker, my bad. Heißen die dich echt unterschiedlich? Ne. Egal. Auf jeden Fall Wingwalker Boots, always transferred. Das heißt, sowohl das PvE-Set als auch das Wild-Set von jeder Klasse wird definitiv transferiert, egal ob man es trägt oder nicht. Und das ist ein extremer Unterschied zu letztem Jahr, weil letztes Jahr war das nicht so. Letztes Jahr wurde wirklich nur FWC Gold immer übertragen, egal wo es sich befindet. Und dieses Jahr werden alle Sachen ab 150 werden immer übertragen. Die Waffen, die Sets, PvE-Sets, Wild-Sets, FEC Gold, wird immer alles übertragen. Das heißt, das muss man nicht tragen, das kann man irgendwo rumgammeln lassen. Und anscheinend gibt es jetzt schon Panik-Sales bzw. Panik-Buys von Leuten, die das quasi nicht wussten. Weil letztes Jahr war es ja auch nicht so, konnte man auch nicht wissen. Das ist jetzt zum Beispiel eine der riesigen, großen Veränderungen zum letzten Jahr. Ja, wo halt hier einfach ein bisschen mit den Gefühlen der Leute gespielt wird. Weil ich finde halt persönlich, ist irgendwie unnötig, dass man das übertragen kann. Einfach so. Weil letztes Jahr war es halt so, du konntest es ja auch übertragen, du musstest es halt tragen. Also dein Charakter musste halt tatsächlich das Wingwalker-Zeug am Körper tragen, was ja auch irgendwie Sinn ergibt, ja. Dann konntest du es mitnehmen. Wenn du FEC Gold hattest, dann konnte es dir egal sein. FEC Gold wurde immer übertragen. Dann konntest du dir noch ein zweites Set mitnehmen. Dein Charakter konnte ein zweites Set tragen. Und dann hast du Gold plus das zweite Set, was ja auch irgendwie Sinn macht. Ich meine, als Goldbesitzer hat man höchstwahrscheinlich gecashed. Oder zumindest sehr viel Zeit investiert. Und das heißt, da hat man sich auch irgendwo verdient, dass man 2 Sachen mitnehmen kann. Jeder andere, der es nicht gemacht hat, kann auf jeden Fall mindestens ein Set mitnehmen. Also ich fand das eigentlich sinnvoll und fair. Aber der Schlag in die Magengrube für alle, die nicht auf FEC spielen, ist jetzt halt, man kann sich auf FEC, gut, jetzt steigen gerade die Preise wieder ein bisschen für Set-Teile, aber wer es mit letzter Zeit verfolgt hat, du konntest dir teilweise Sets, also das Jester-Set zum Beispiel, oder auch Elementor Psykeeper-Set, die meisten Sets konnte man sich für unter 100 Mio oder für gerade mal 100 Mio zusammensuchen und mitnehmen. Sicherlich sind die Set-Teile auf Borodeng und auf den alten Servern, auf den OG-Servern auch gesunken. Die sind nicht mehr so hoch im Kurs, beziehungsweise werden auf jeden Fall noch weiter sinken, langfristig. Aber geschenkt kriegst du sie dort auf jeden Fall noch nicht. Für die meisten Klassen zumindest. Und hier kriegst du sie jetzt, oder hast du sie jetzt lange Zeit, jetzt vielleicht nicht mehr, aber hast du lange Zeit diese ganzen Set-Teile quasi geschenkt bekommen, vor allem sowas wie Jester und Psy, weil die kaum gespielt werden. Und ja, und jetzt kannst du es einfach alles mitnehmen. Das heißt, du kannst jetzt ein komplettes PvE-Set auf FEC bauen, mitnehmen und ein komplettes 1v1-Set auf FEC bauen und ein komplettes PvP-Set auf FEC bauen und du kannst alle 3 mitnehmen. Du trägst das PvP-Set, das eigentlich nicht transferiert wird und die anderen beiden Sets, die lässt du einfach im Inventar und kannst dann einfach 3 Sets mitnehmen. Und das war vorher undenkbar. Also, finde ich irgendwie ein bisschen zu krass. Also, ich finde, es ist zu gut. Und ich finde, es macht den FEC-Server noch stärker, noch besser, als er eh schon war. Und ich finde es persönlich ein bisschen schade, weil es echt ein Schlag ins Gesicht ist für alle, die hier nicht spielen. Und noch zum Abschluss hier, Lusaka-Waffen habe ich schon erwähnt, aber auch die werden definitiv übertragen. Also jetzt sind hier die FWC Golden Crystal Waffen, aber auch die Lusakas Waffen, die man zum Beispiel gar nicht in Gold umwandeln kann. Und auch die Lusakas Crystal Waffen, die man nicht in Gold umgewandelt hat. Alles wird transferiert, also 150er Equipment, wie gesagt, alles ab 150 kann man immer transferieren. Achso, ja, das kann ich jetzt nicht eingeben, ne? Korall. Achso, ne, Korall. Was geben wir da ein? Fury, Nemos Fury.
Gibt es so viele Items mit... Verdammt nochmal. So viele Items mit Fury im Namen. Nemo's Fury, always transferred. Also, ja, ihr seht schon, es ist egal. Alles ab 150 wird quasi transferiert. Ohne Wenn und Aber. Coral Shield kann man vielleicht noch nachschauen. Wusste doch, irgendwas gab es doch mit Coral. Coral Shield tatsächlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Deswegen, weil es nicht in diese Kategorie passt mit dem, was stand hier? Very Rare Equipment Sets. Ich glaube, das Coral Iron Shield ist ja ein grünes Item, ne? Wahrscheinlich deswegen nicht. Ja, das wird wahrscheinlich der Grund sein. Also Coral Shield wäre dann tatsächlich die einzige Ausnahme. Ansonsten müsste literally alles ab 150 vom Equipment, alle Hermes-Waffen, alle Korallwaffen, alle 150er PvE-Sets, alle 1v1-Sets, alle Dosakas-Waffen, alle Dosakas-Crystal-Waffen, vollkommen egal, ob Gold oder nicht, immer übertragen werden, egal ob ihr sie tragt in eurem Körper, an eurem Charakter oder nicht. Also das ist ja im Endeffekt diese bahnbrechende neue Änderung. Dann, Ultimate Accessories obtained from FWC Server werden die transferred. Das ist das Letzte, was für uns eigentlich noch ganz interessant ist. Dann haben wir uns eigentlich schon gefühlt so ziemlich alles angeschaut, was so interessant sein könnte. Hier können wir mal Adept eingeben. Adept, the Moist Earring, always transferred, always transferred, always transferred. Das gleiche geht natürlich auch für Champion. Achso, jetzt kommen wir wieder diese dämlichen Elixiere. Achso, hier drunter steht es ja sogar, Leute. Genau, also auch always transferred. Das heißt, auch beim Schmuck ist es so, dass man sich da das Recht dann erarbeitet oder erkauft hat oder erspielt hat, whatever, weil ich nicht wüsste, warum man 2 Schmucksachen auf einem Charakter braucht, weil der Ultimate-Schmuck ist ja hier schon mit Abstand der beste. Aber ja, also theoretisch kannst du hier deinen Champions, dein Ultimate-Schmuckset mitnehmen, auch wenn es im Inventar ist, und könntest noch anderen Schmuck zusätzlich tragen und den auch mitnehmen. Aber wie schon gesagt, in dem Fall ist es jetzt nicht wirklich so, dass das wirklich viel bringt, weil es gibt ja nichts Besseres als Ultimate-Schmuck oder nichts äquivalent ähnlich Starkes oder so. Also ja, ist eigentlich relativ Wurst, würde ich persönlich mal behaupten. Aber ist vielleicht trotzdem ganz interessant für den einen oder anderen. Ansonsten, wie schon 1000-mal gesagt, please refer to the item transfer list. Hier steht literally jedes Item im Spiel drinnen. Also ja, ihr müsst einfach nur nachgucken, falls euch da was interessiert. Und ja, damit sind wir durch. Ich hoffe, ich konnte auf jeden Fall ein paar Fragen beantworten. Das Ganze findet ihr einfach auf der Webseite. September 20 wurde es gepostet. FWC Second FAQ Notice, falls ich es vergesse, in die Videobeschreibung zu packen. Und falls ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber wie schon gesagt, es steht wirklich alles in dieser Liste. Ihr müsst einfach nur die Liste aufmachen und nachschauen. Also speichert ihr euch einfach als Favorit ab oder so. Also es macht da eigentlich wenig Sinn, da Leute mit Fragen zu löchern. Oder was es letztes Jahr auch gab, auch total unnötig. Also fallt nicht auf sowas rein. Vielleicht sind da wirklich Trolls auch unterwegs oder Leute, die einfach es lieben, andere Leute zu baiten. Weil letztes Jahr gab es da noch tonnenweise Diskussionen, nachdem dieser Post veröffentlicht wurde, nachdem diese Liste online gegangen ist, gab es noch so viele Nachfragen und so viele Diskussionen, ob, wie, wann, was transferiert wird. Und eigentlich steht hier alles dabei, also man muss da nicht mehr diskutieren. Also lasst euch da nicht auf irgendwelche Diskussionen ein. Es ist einfach literally Zeitverschwendung, damit irgendjemandem noch zu diskutieren, ab heute, weil ab heute ist alles glasklar. Normalerweise. Also wenn ihr euch trotzdem unsicher seid, könnt ihr gerne fragen. Aber wie gesagt, fangt nicht an zu diskutieren, weil das wiederum ist eigentlich ziemlich unnötig. Fragen kostet nichts, Fragen ist nicht schlimm, aber nicht diskutieren, euch nicht da irgendwelche, ja, wie gesagt, Trolls reinzuziehen, das macht auf jeden Fall keinen Sinn. Ich hoffe, das wird dieses Jahr dann nicht so sein. Auf jeden Fall, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Endlich haben wir diese Info bekommen, auf die wir schon so lange warten. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Flive Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung für tägliche Livestreams. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.